Bam. Bam. Hello. Hello. Wir sind wieder da. We're back. Yes. Okay, Leute, hello und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge mit Natalia und Tobias. Hi. Heute ein bisschen anders der Anfang. Ja. Es muss ja nicht immer das Gleiche sein. Wir wollen nicht langweilig sein. Genau. Sehr gut. So nämlich. Heute sprechen wir über ein sehr interessantes und cooles Thema. Haushalt. Oh. Ich habe dir das vorher nicht gesagt, ich wollte dich überraschen. Leute, bevor wir beginnen, bitte unterstützt uns mit einem Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt uns in die Kommentare, worüber wir noch sprechen sollen. Ja. Ja. Wir haben keine Themen mehr. Wir sind so langweilig. Nee. Nein. Aber wir brauchen eure Hilfe. Bitte. Und natürlich werde ich das ganze Skript von diesem Gespräch für euch in einer kostenlosen PDF-Datei zusammenfassen. Es gibt dann auch einen Wortschatz, also neue Vokabeln für euch, Ausdrücke und eine Übung dazu. Also bitte klickt auf den Link unter dem Video und ladet euch die kostenlose PDF-Datei herunter. Und Let's go. es geht los. Also, wir müssen hier in dieser Folge sehr ehrlich sein. Sind wir nicht immer ehrlich? Wir sind immer ehrlich. Aber jetzt ist es sehr persönlich, worüber wir sprechen. Ja. Wer macht bei uns den Haushalt? Wir beide. Aber wer macht's mehr? Was denkst du? Ich glaube, es gleicht sich sehr gut aus, weil wir das immer so machen, der mehr zu tun hat, macht weniger im Haushalt. Und der gerade ein bisschen weniger zu tun hat, macht mehr im Haushalt. Ja. Egal ob kochen oder putzen oder Wäsche. Also, ich habe Ich letztens... sortiere die Wäsche. Du machst sie an, Ja. damit ich nichts falsch mache. Ich habe letztens einen Kommentar hier auf YouTube bekommen. Er war auf Ukrainisch und es ging darum, dass ich so ein schreckliches Leben habe, weil wir alles 50-50 teilen und dass es gar nicht geht. Allerdings trifft das nicht auf uns zu. Das schreckliche Leben oder das 50-50 teilen? Nein, also 50-50 teilen ja, aber auch nicht immer. Kann man gar nicht. Und vor allem, der Kommentar ging so, ja, ihr teilt die Kosten 50-50, aber dann möchte dein Mann noch, dass du kochst und putzt und alles vorbereitest und dich noch um die Kinder kümmerst. Wir haben keine Kinder. Die hypothetischen Kinder. Ja, und vor allem dieses Kochen, Putzen, Wäsche machen, ich dachte so, die armen Frauen. Ja. Das ist bei uns nicht so. Ich muss nicht die Wäsche machen und putzen und kochen und dies und das. Du kochst auch gerne, oder? Nicht gerne, aber ich koche. Und es schmeckt manchmal. Wie war das bei euch, beziehungsweise wie ist es in Deutschland? Ist die Rollenverteilung ganz klar? Offensichtlich, dieser Kommentar war von einer ukrainischen Frau. In der Ukraine ist die Rollenverteilung früher immer sehr klar gewesen. Mann arbeitet, Frau zu Hause. Jetzt geht es ein bisschen ganz langsam in die Richtung Gleichberechtigung, aber ich glaube, viele Frauen möchten trotzdem, dass der Mann ganz viel Geld verdient und die Frauen wenig oder gar nichts, nicht arbeiten müssen. Wie ist das oder war das in Deutschland bzw. in deiner Familie? Also ich glaube, es kommt ganz auf die Familie drauf an. In Deutschland ist es auch, es gibt Familien, da ist das genau so. Der Mann verdient das Geld, die Frau kümmert sich um den Haushalt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, der Kommentar war jetzt ja nicht unbedingt positiv, den es da gab. Aber ganz ehrlich, jeder soll das halt so machen, wie man selber damit glücklich ist. Wenn eine Seite, egal ob es jetzt Mann oder Frau ist, gerne sich um den Haushalt kümmern möchte, lieber zu Hause bleibt. Ich meine, das ist ein eigener Job für sich, das alles zu machen. Ja. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Und es ist ja egal am Ende, ob die Frau oder der Mann arbeiten geht und das Geld verdient. Und wenn das halt so ist wie bei uns, dann ist es auch in Ordnung. Und davon gibt es natürlich auch genug Familien, wo halt beide arbeiten. Manchmal auch beide arbeiten müssen.
weil ansonsten man sich das Leben nicht leisten kann. Heutzutage geht das gar nicht mehr. Nicht so einfach. Häufig ist es so, dass beide arbeiten müssen irgendwie ein bisschen, ja. Aber deswegen, es kommt da wirklich ganz auf die Familie drauf an. Also. Wie war das in deiner Familie? Was waren die typischen Aufgaben deines Vaters und die typischen deiner Mutter? Also dein Vater ist ja nicht nur arbeiten gegangen, aber er hat auch andere Aufgaben im Haus gemacht als deine Mama. Alles, was handwerklich, ja, obwohl so kann man es auch nicht sagen, aber so, mein Vater hat zum Beispiel mal Rasen gemäht. Und du? Ich auch. Hast du dafür Geld bekommen? Oder war das deine Aufgabe als Kind einfach? Vielleicht habe ich manchmal Geld dafür. Ich glaube, ich habe dafür manchmal Geld bekommen, ja. Aber nicht immer. Genau, dann halt, wenn eine Lampe irgendwo kaputt gegangen ist, hat sich mein Vater eigentlich darum gekümmert. Solche Sachen halt. Meine Mutter hat gekocht, mein Vater mochte es nicht zu kochen. Erzähl mal die Geschichte, wenn deine Mama manchmal weg war. Ja. Sie ist ja Musikerin, manchmal ist sie gereist mit ihrem Orchester. Orchester, richtig? Ja. Und wenn ihr alleine wart mit deinem Vater, was habt ihr gegessen? Fischstäbchen oder Nudeln. Und Pizza, oder? Ah ja, und Pizza, ja, Pizza. Tiefkühlpizza. Pizza. Und mein Papa auch, genau. Und, ja. Außer die Mama hat vorgekocht. Naja, aber manchmal war sie auch länger weg und hat das Vorkochen nicht gereicht. Also du kannst mehr kochen als Tiefkühlpizza und Nudeln. Ja. Das kann ich schon bestätigen. Ja. Aber deswegen, ich glaube, das kommt echt auf die Familien drauf an. Und je nachdem, wie man das gerne aufteilen möchte. Du magst deinen Job auch und ich glaube, du würdest den nicht aufgeben wollen. Nein. Und auch Freunde von uns, da gibt es solche und solche, wenn die Leute Kinder kriegen. Bei den einen sagen die Frauen, okay, ich will unbedingt zurück zur Arbeit, ich möchte weiterarbeiten. Und bei den anderen sagen die Frauen dann halt, meistens sind es wohl oder übel die Frauen, sagen die Frauen, ja, nee, ich bleibe meinetwegen auch zu Hause, solange wir uns das leisten können. Ja. Aber wie ist das bei euch, Leute? Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, wie teilt ihr die Aufgaben im Haushalt? Wer macht was? Ist das 50-50 oder machst du als Frau oder du als Mann mehr oder weniger? Also, ich meine, die handwerklichen Sachen mache ich auch meistens zu Hause. Ja, tatsächlich. Also das alles, was mit Bohren oder Lampen, Aufbauen, Anbringen angeht, alles macht Tobias bei uns in der Wohnung. Aber du hast auch ein Talent dafür. Ja, und du hast sehr viel Erfahrung. Tobi hat früher bei Airbus gearbeitet als Fluggerätmechaniker. Habe ich das gut ausgesprochen? Nein. Tobias hat früher bei Airbus als Fluggerätmechaniker gearbeitet und dementsprechend fällt dir das leicht. Ja. Du bist ein Naturtalent. Und was würdest du sagen, was mache ich gut? Die Wäsche an. Ja, mit Wäsche bist du halt manchmal so, okay, das ist eigentlich weiß und dann liegt das bei dunkel. Come on, weiß und dunkel kriege ich hin. Bunt und dunkel, das würde ich wahrscheinlich immer alles einfach in eine Waschmaschine schmeißen. Hat auch früher immer gut funktioniert, bevor du es gemerkt hast, dass ich das so gemacht habe und du das nicht mehr wolltest. Nein, wisst ihr, was das Problem war? Tobias hat irgendwann mein Seidenkleid. Ja, mein Seidenkleid ganz normal bei 40 Grad gewaschen mit dunkler Wäsche, mit Jeans und so. Und das Kleid hat das tatsächlich überlebt. Ja. Aber hier die eine Seite, der Arm, ist so eng, dass ich das eigentlich gar nicht mehr so gerne trage. Also sonst ist das Kleid ganz gut, aber der Arm ist ein bisschen verzogen. Ja. Seitdem darf er die Wäsche nicht sortieren. Na doch, ich sortiere sie vor und dann gehst du drüber und guckst, ob ich das gut gemacht habe. Ja, okay, er sortiert sie vor, ich kontrolliere das und dann darfst du die anmachen. Ja, genau. Aber auch nach Absprache. Wow. Okay, welche Arbeit... Du backst und kochst gut. Oh, danke. Was ist dein Lieblingsessen von dem, was ich koche? Es ist alles so gut. Alles ist richtig lecker. Ja, genau. Nein, Tiramisu. Was? So voll random.
Nein, deine Lasagne ist sehr lecker. Danke. Ich weiß. Obviously. Ich weiß. Das war das erste, woran ich gedacht habe, aber ich wollte es nicht sagen. Wow. Und noch etwas. Ich habe 2 Gerichte, die richtig lecker sind und die ich aber nicht so oft mache, weil die lange dauern. Aber die sind sehr lecker. Quiche? Ja. Ja. Gut, immerhin hat er das richtig geraten. Oder Ja, der da. immerhin hast du das richtig genannt. Quiche und Lasagne, genau. Die 2 Sachen mache ich sehr gerne. Und ich habe noch einen Kuchen, den ich sehr gerne backe. Tatsächlich habe ich letztens den ganzen Prozess aufgenommen und als Reels bei Instagram gepostet. Und dieser Kuchen ist super lecker. Das Rezept ist von einer Freundin von mir. Das kann ich auch verlinken unter diesem Video. Aber das ist der einzige Kuchen, der sehr, sehr aufwendig ist, aber super lecker. Ja. Ja. Sehr massiv, ein eigenes Essen. Obwohl ich das letzte Mal das Rezept abgewandelt habe und dann war das weniger massiv, Ja. oder? Trotzdem immer noch. Ja. Aber sehr lecker. Ich habe noch einen interessanten Blog, über den ich mit dir sprechen möchte. Und zwar, im Haushalt gibt es halt ganz viele unsichtbare Sachen, die man machen muss. Und es gibt auch so manchmal Streit, der im Nachhinein unnötig ist. Welche Aufgaben so im Haushalt findest du unnötig, aber ich möchte, dass du sie machst? Oder die müssen gemacht werden? Aber ich finde sie unnötig, weil ich sie nicht machen will oder ich mag sie einfach nicht. Beides, whatever. Wenn was unnötig ist, mache ich das nicht. Logisch. Okay, ich habe das, glaube ich, zu kompliziert formuliert. Ich habe ein Ding, ich möchte immer was erneuern, verändern. Das hat nichts mit Haushalt zu tun. Okay, es hat nichts mit Haushalt zu Das tun. InDesign der Wohnung. Ja, aber das sind so Sachen, um die man sich kümmern muss. Man muss alte Möbel verkaufen, man muss neue Möbel aussuchen und du hast keine Lust drauf. Ja. Und darüber streiten wir uns manchmal, weil ich gerne was verändern möchte in unserer Wohnung. Wenn Tobias alleine leben würde, hätte er eigentlich nur einen Schreibtisch und ein Bett und das war's. Ja, 3 Stühle, 4 Stühle noch. 4 Stühle. Ja, falls mal jemand vorbeikommt. Als Freunde vorbeikommen. Ja, also das ist auch so noch ein Punkt bei uns. Wenn ich was Neues in der Wohnung haben möchte, dann muss ich mich darum kümmern. Oder Ansonsten, mich halt aktiv fragen, ob ich dir dabei helfen kann. ansonsten passiert das nicht. Aber wenn ich was bestelle und es da ist und wir es aufbauen müssen, dann Baue ich es meistens auf. ja, Ja. dann hilfst du. Oder beziehungsweise du machst das. Ich würde sagen andersrum. Ich baue es helfe. auf und du willst. Ich helfe. Was sind die Sachen im Haushalt, die du nicht gerne machst? Klo putzen. Okay, wir werden sehr offen hier in diesem Podcast. Was machst du noch nicht gerne? Wäsche. Wäsche, oh ja. Wäsche zusammenlegen und bügeln und das bringt keinen Spaß. Ja. Das dauert so lang. Was magst du denn nicht in der Wohnung? Um ehrlich zu sein, Gar nichts. gar nichts. Ja. Also ich mag das nicht zu putzen. Ich würde auch nicht die Wäsche machen. Kochen? Kochen mache ich ja am ehesten. Das ist etwas, was mich am wenigsten stresst. Aber ich muss auch sagen, zu Hause musste ich nicht, also als ich noch mit meinen Eltern gelebt habe, musste ich nicht so viel und nicht so oft putzen. Also es war irgendwie gar nicht das Thema. Meine Mama hat geputzt und wir haben das nicht so richtig gelernt, sagen wir so. Und seitdem ich mit dir zusammenlebe, das war schon immer ein Punkt und ein Thema. Ja. Und ich musste mich so krass anpassen und verändern, dass es wirklich ordentlich ist, dass ich nicht meine Sachen überall liegen lasse, dass ich Putzt. dass ich ordentlich putze, ja, weil das alles habe ich irgendwie nicht gelernt als Kind. Und du bist in einem super sauberen Haushalt aufgewachsen. Und habt ihr da irgendwie ein System gehabt, dass ihr alle zusammen am Wochenende geputzt habt oder wie war das bei euch? Mal ja, mal nein.
Oder hat deine Mutter immer geputzt? Wie hast du gelernt, dass es so sauber und ordentlich sein muss? Tobias kann die Wäsche besser zusammenlegen als ich. Das sieht immer so perfekt aus. Meine Mutter hat uns das halt gezeigt, wie man ordentlich putzt und ordentlich Wäsche zusammenlegt. Und dann habe ich es gelernt und jetzt kann ich das halt. Okay, also hat sie das gemacht oder habt ihr das zusammen gemacht? Ja, zusammen dann auch. Also früher hat sie es gemacht. Mit 3 musste ich noch nicht. Und dein Zimmer, dein Kinderzimmer, war das auch schon immer so aufgeräumt? Ich würde sagen, meine Eltern würden mir jetzt widersprechen. Aber ich würde ja sagen. Also es war zumindest aufgeräumt. Ja. Nicht immer und manchmal lag auch alles Mögliche einfach rum. Aber häufig, irgendwann gab es einen Zeitpunkt, dann habe ich das Zimmer auch aufgeräumt. Ah ja. Auf Bitten meiner Eltern. Ja, tatsächlich, das war für mich schon eine sehr große Umstellung, als wir angefangen haben zusammen zu leben. Da habe ich gemerkt, okay, dieser Mann ist sehr ordentlich, sehr perfektionistisch. Und du hast dich ein bisschen entspannt, würde ich sagen. Ich bin auf dein Level runtergegangen. Nein. Und du bist auf meins. Wir haben uns in der Mitte. Ja, wir haben ein bisschen mehr zu mir. Ja, ein bisschen mehr zu dir, weil ich sagen würde, dass unsere Wohnung jetzt sehr sauber ist. Ja, und okay. Du würdest das nicht sagen? Und das sagen auch immer alle unsere. Ist halt auch schön, oder? Ja. In einer sauberen Wohnung zu leben. Absolut. Definitiv. Und würdest du sagen, dass wir jetzt ein System aufgebaut haben nach so vielen Jahren, wie das Putzen oder ja, wie wir putzen und wie wir unseren Haushalt organisieren? Auch generell einkaufen gehen, kochen, Wäsche machen, Pakete verschicken, abholen, also so. Naja, Pakete verschicken und abholen macht immer der gerade Zeit hat. Einkaufen nervt voll, muss aber gemacht werden und gibt es inzwischen auch. Wisst ihr, was nervt? Pfand. Nee. Ja, mich nervt das. Das ist immer so viel Arbeit, es sammelt sich und dann muss man das wegbringen. Ja. Ist trotzdem nicht nervig. Nein. Okay. Aber Einkaufen allgemein ist nervig. Und ansonsten, wir machen halt einfach so, wenn es dreckig ist, machen wir sauber. Also, ja. Und räumen halt auf. Ich glaube, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken würden, hätten wir wahrscheinlich ein System. Ja, welches? Saugen, wischen. Na, das System ist, ich sortiere die Wäsche vor, du sortierst sie nach. Einer von uns beiden macht sie an, dann hängen wir sie auf und irgendwann legt einer sie zusammen. Ja, und außerdem, glaube ich, haben wir das ganz gut aufgeteilt. Ich koche, du machst die Spülmaschine. Ja, häufig. Oder du wäschst ab. Also das ist das, was wir auf jeden Fall immer machen müssen. Und das Gute ist, wir sind beide im Homeoffice. Wir haben eigentlich immer Zeit oder beziehungsweise wir können uns immer Zeit nehmen, die Sachen zu erledigen. Ja. Außerdem muss ich gestehen, dass wir uns früher schon sehr viel im Haushalt gestritten haben oder wegen des Haushalts. Und vor allem war das Thema immer Putzen, weil wir beide das gerne mögen, wenn es sauber ist. Aber wir haben auch beide sehr viel zu tun. Und keine Lust zu putzen. Und keine Lust zu putzen und die Wäsche zu machen. Deshalb haben wir seit einem Jahr oder so eine Haushaltshilfe, die einmal pro Woche kommt und uns unterstützt mit dem Putzen und mit der Wäsche. Und Leute, das war so ein Gamechanger. Also seitdem streiten wir uns eigentlich gar nicht mehr über den Haushalt. Wird ja gemacht. Wird gemacht. Einkaufen, das ist auch ein Thema, man braucht Zeit. Deshalb bestellen wir manchmal Lebensmittel, das wird dann geliefert, das ist auch ganz praktisch. Also alles, was wir quasi outsourcen können, versuchen wir das zu machen, einfach um den Streit zu vermeiden, ja, und den Stress zu vermeiden. Und die extra Arbeit zu vermeiden. In der Zeit arbeiten wir normalerweise einfach. Ja. Und wie ist es bei euch? Also schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr selber den Haushalt macht, ob ihr auch vielleicht eine Haushaltshilfe habt und wie das in euren Familien war mit den Eltern.
klare Rollenverteilung oder nicht. Ich glaube, die meisten Länder sind ähnlich wie Deutschland und Ukraine. Ja. Mir fällt gerade kein anderes Land ein, wo das ganz fair geteilt. Was ist fair? Na, 50-50. Also wir machen beide den Haushalt, ja, wir verdienen beide Geld. Ein, wo das nicht häufig einfach klar geteilt ist. Ja, also die meisten Länder sind gleich wie Deutschland und Ukraine, oder? Ja. Oder vielleicht noch viel härter. Ja, viel extremer. Viel extremer, ja. Ganz genau. Okay, Leute, es war eine entspannte und sehr persönliche Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Bitte schreibt uns alles in die Kommentare, alle Gedanken, die ihr zu diesem Thema habt. Denkt daran, dieses Video zu liken und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bleibt dran und bleibt fleißig. Ciao. Ciao.